TPZ Fuchs ist ein gepanzertes Fahrzeug, das vom deutschen Unternehmen Rheinmetall MAN Military Vehicles, RMMV, entworfen wurde. Das Fahrzeug hat ein modulares Design und kann daher leicht an verschiedene Konfigurationen für verschiedene Aufgaben angepasst werden. TPZ Fuchs wurde als Personentransporter konzipiert, aber aufgrund des modularen Designs des Fahrzeugs kann es leicht an verschiedene Aufgaben angepasst werden. Zum Beispiel kann eine Funkstation, ein Radar oder eine Drohnenrampe auf das Fahrzeug montiert werden. TPZ Fuchs ist eines der häufigsten gepanzerten Fahrzeuge in Deutschland und wird auch von anderen Ländern in ihren Armeen eingesetzt. TPZ Fuchs wird aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Flexibilität bevorzugt. Das Fahrzeug besteht aus einer selbsttragenden geschweißten Panzerwanne und Panzerglas mit Beschussblenden. Es ist teilgeschottet und bietet der Besatzung begrenzten Schutz gegen Handfeuerwaffen und Splitter. Die Wanne ist unterteilt in Fahrer-, Triebwerk- und Transportraum. Der Fahrerraum ist durch einen Kriechtunnel, der rechts am Triebwerkraum vorbeiführt, mit dem Transportraum verbunden. Zum Schutz gegen ABC-Waffen verfügen alle Versionen über eine ABC-Schutzbelüftungsanlage mit einer Leistung von 3 Kubikmetern pro Minute. Für Nachtfahrten verfügt der Fahrer über ein Restlichtverstärkerfahrgerät, das sich anstelle des Winkelspiegels einsetzen lässt. Im Schwimmbetrieb wird der Panzer von 2 Propellern angetrieben. Der für die Wasserfahrt benötigte Schwallschild lässt sich hydraulisch aufklappen. Die Bewaffnung des Fuchs ist vorwiegend zur Selbstverteidigung vorgesehen. So verfügen die Varianten der Bundeswehr über maximal 3 Maschinengewehre MG3 auf Freirichtlafette. Diese Variante kommt nur bei den Truppentransportern zur Anwendung. Das erste Maschinengewehr wird auf der Drehringlafette der Beifahrerluke montiert, ein weiteres an der hinteren Kampfluke sowie in Ausnahmefällen eines auf der Kommandantenluke in der Fahrzeugmitte. Durch den theoretischen Richtbereich von 360 Grad wird diese Möglichkeit jedoch selten genutzt. Bei den Truppentransportern mit der Panzerabwehrwaffe Milan sind lediglich 2 MG3 vorgesehen. Die Startanlage der Milan wird an der Kommandantenluke installiert und ermöglicht so der Infanterie die Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge. Alle anderen Varianten, ausgenommen die Sanitätsfahrzeuge, besitzen mindestens ein MG3 auf der Beifahrerluke. Zum Selbstschutz steht der Besatzung des Fuchs eine Nebelmittelwurfanlage mit 6 Wurfbechern zur Verfügung, um mit Nebel- bzw. Rauchgranaten das Fahrzeug der Sicht des Angreifers entziehen zu können. Für die Verbände der Krisenreaktionskräfte wurde seit dem Einsatz in Somalia 1993 an einem zusatzgepanzerten Fuchs mit 20 mm Kanone gearbeitet. Ausgerüstet mit einem Drehturm von Keller und Knappich Augsburg, QK, Wehrtechnik, heute ebenfalls Teil von Rheinmetall, und der RH-202 von Rheinmetall verfügte der Fuchskrieg über eine annähernd gleiche Feuerkraft wie der Schützenpanzer Marder und sollte die Aufgabe der Konvoibegleitung übernehmen. Wegen technischer Schwierigkeiten und gravierender Mängel wurde das Projekt 1999 eingestellt. Die 1A8 tragen nach erfolgter Zulassung die fernbedienbare Waffenstation FLW 200 von KMW. TPZ Fuchs ist ein gepanzertes Fahrzeug, das für einen hohen Schutz konzipiert ist. Das Fahrzeug ist mit ballistisch geschütztem Stahl und Keramikplatten bedeckt und ist auch gegen Minenexplosionen geschützt. Darüber hinaus ist im Fahrzeug ein NBC, Nuklear-, biologisch und chemisch, Schutzsystem vorhanden. TPZ Fuchs ist mit verschiedenen elektronischen Systemen ausgestattet. Eine Reihe von Sensoren und Geräten wie Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät und Laserentfernungsmesser sind im Fahrzeug vorhanden. Diese Geräte helfen der Besatzung, die Umgebung des Fahrzeugs besser zu sehen und Umweltbedrohungen besser zu erkennen. TPZ Fuchs ist auch mit verschiedenen Technologien ausgestattet, um die Beweglichkeit des Fahrzeugs zu verbessern. Das Fahrzeug kann dank des hydraulischen Aufhängungssystems auch unter schwierigen Geländebedingungen stabil fahren. Das Fahrzeug kann auch zum Ziehen oder Bergen anderer Fahrzeuge dank der vorderen Abschleppstange und der hinteren eingebauten Winde verwendet werden. TPZ Fuchs ist auch für elektronische Kriegsführungssysteme bereit. Das Fahrzeug ist mit Signalstörfähigkeiten und Übertragungsstörungen ausgestattet.
Diese Funktionen machen das Fahrzeug widerstandsfähiger gegen elektronische Bedrohungen. Angetrieben wird der Fuchs ohne Zusatzpanzerung von einem 8-Zylinder-Dieselmotor, Typ OM 402A, aus der Baureihe OM 400 von Mercedes-Benz. Angeordnet in V-Form und mit 2 Abgasturboladern ausgestattet, leistet das Triebwerk bei einem Hubraum von 12.763 Kubikzentimeter 235 Kilowatt, 320 PS, bei 2,500 Minuten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 96 km pro Stunde, km/h, und kann kurzzeitig auf 130 km pro Stunde erhöht werden. Die Mindestgeschwindigkeit liegt bei 4 km/h. Sein ständiger Allradantrieb in Verbindung mit seinem Fahrwerk verleihen ihm im Gelände und auf der Straße eine hohe Mobilität und Fahrsicherheit. Seine 2 Lenkachsen ermöglichen ihm dabei einen Wendekreis von 17 Metern. Das Fahrwerk bietet eine Bodenfreiheit von 40 cm. Während des Schwimmbetriebs übernimmt der Kommandant die Steuerung aus der Beifahrerluke und bedient die 2 Ruderpropeller des Fuchs über eine Art Joystick, den sogenannten Schwimmgriff, der ein Schwenken der Propeller um 360 Grad ermöglicht. Angetrieben werden die Ruderpropeller über ein Gelenkwellenzwischenlager der Antriebsverteiler. Die Drehzahl der gegenläufigen Propeller ist proportional zur Motordrehzahl und wird vom Fahrer kontrolliert. Der Schwimmantrieb ermöglicht dem Fuchs eine Schwimmgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h. TPZ Fuchs wird in der deutschen Armee weit verbreitet eingesetzt, aber auch von vielen anderen Armeen weltweit genutzt. Die Eigenschaften des Fahrzeugs ermöglichen eine Verwendung für verschiedene Aufgaben. TPZ Fuchs kann für viele verschiedene Aufgaben eingesetzt werden, wie ZB-Personentransport, Aufklärung, Überwachung, Luftverteidigung und elektronische Kriegsführung. Darüber hinaus kann das Fahrzeug auch zum Schutz gegen improvisierte explosive Geräte, IEDs, eingesetzt werden. TPZ Fuchs wurde in verschiedenen internationalen militärischen Operationen eingesetzt. Zum Beispiel wurde das Fahrzeug während der NATO-Friedenssicherungsoperationen im Kosovo eingesetzt. Darüber hinaus wurde es auch in den Operationen der International Security Assistance Force, ISAF, in Afghanistan eingesetzt. TPZ Fuchs wird aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit in vielen Armeen bevorzugt eingesetzt. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.